Du hast ein besonderes Fahrzeug und möchtest deine Geschichte auf unseren Kanal erzählen? Mache einen Termin mit uns und komm vorbei. Also klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, ne? Aber es ist wie so Therapie. Du steigst ein und du hast mega den stressigen Morgen schon, noch schnell einen Kaffee to go und fuck und ab in die Karre und dann fährst du los, irgendwo, meistens halt zur Halle, irgendein Dreh geplant, bist schon wieder zu spät. Aber es ist scheißegal, weil sobald du losfährst, dann sippst du deinen Kaffee, machst ein bisschen Musik an, die Leute grinsen dich alle an und du fühlst einfach diesen Vibe von diesem Bus, ne? Dieses Oldschool-Feeling. Es ist mit dem Käfer ähnlich, aber mit dem Bus nochmal viel krasser und das bewegt dann schon enorm viel in dir. Also du kommst runter und genießt einfach diesen Moment jetzt, wo du den Bus fährst. Das habe ich mit wenigen Autos, da komme ich schon von A nach B einfach. Aber in dem Bus könnte ich dann gerne noch mal eine große Runde fahren und dann komme ich ja noch mal 10 Minuten zu spät. Aber das ist so, ich glaube, das ist das Hauptding von so einem alten Auto, der Charme einfach, der dich einfach komplett runterbringt. Der bringt dich ein bisschen, einfach wie soll man sagen, wenn das Leben zu schnell läuft so, dann fahr eine Runde Bus. Das ist wirklich sehr, sehr entspannt. Also wenn ich jemanden überzeugen wollen würde, in dieses Hobby einzusteigen, sich einen alten T2, Käfer, was auch immer, ein altes Auto zu holen, ich will ihn einfach mal ein Wochenende mitnehmen, wenn ich auf irgendein Treffen fahre. Und am besten gerade so ein großes Treffen irgendwo im Ausland, fährst nach Belgien mal oder so und stellst dich da mit deinem Bus hin. Du musst nicht eine Person da kennen, du gehst mit so vielen neuen Freundschaften nach Hause, das ist unglaublich. Und jeder hat irgendwie den gleichen Schlag, irgendwie hat jeder gleichen Knacks im Kopf und du triffst da Leute, wo du denkst so, hey, ich will da mitmachen, ich will da dabei sein, das ist so geil. Und das war ja auch das, was mich beim Käfer damals sofort gefesselt hat, warum es dann auch der T2-Bus wurde und nicht irgendein anderer Oldtimer wieder. Es musste in der VAG, in der luftgekühlten Szene bleiben, weil ich genau dieses Umfeld so geil finde und ich kann es kaum abwarten. Dieses Jahr ist jetzt dann doch schon fast gelaufen, der Bus ist jetzt erst frisch auf die Straße gekommen, aber nächstes Jahr die ersten luftgekühlten Treffen anfahren, die Sitzbank hier umklappen, sich reinflacken, am Morgen aufstehen, alle anderen in ihren Bussen gerade am Zähneputzen und ey, ich sag dir, da nehme ich ihn mit, danach wieder ein, 100 Pro. Ja, du hörst halt hinten Typ 1 luftgekühlter Boxermotor, das ist halt, ja, das ist einmalig, also kennst du so von keinem anderen Motor. Ich meine, viele bauen sich auch irgendwelche dicken Subaru-Motoren da rein und so. Das ist bestimmt ein geiles Gefühl, aber genau dieser Flair, den du halt hast, wenn du morgens damit irgendwie die Arbeit fährst oder so, ich glaube, der kommt halt auch viel davon, dass du hier mit deinen 50, 60, 70 PS hier dritter, vierter Gang Vollgas, ne, und trotzdem noch komplett entspannt. Also den alten Autos hat es eigentlich den Grund, weil ich ja mit dem Käfer angefangen habe. Also mein erstes Projektauto war halt ein super günstiger Mexikaner. Ging damals für knapp 2000 € noch her. Und ja, dann dadurch erst so richtig in die Autowelt eingetaucht. Und gerade die alten luftgekühlten halt, ne? Und ich glaube, da bin ich aber so ein bisschen drauf hängen geblieben. Weil das halt so, egal in welchem Auto ich jetzt sitze, sobald ich mich in irgendeine alte Kiste setze, kommt aber genau das Feeling, welches ich vor 6 Jahren hatte, als ich das erste Mal super stolz mit meinem zusammengemurksten Käfer da rumgefahren bin. Genau das kommt halt immer wieder hoch. Also ich habe, glaube ich, 2015, als ich meinen Käfer gekauft habe, meinen ersten, der Mexikaner, wie gesagt, damals schon auf Treffen unterwegs gewesen, gerade luftgekühlte Treffen und natürlich immer T2-Busse, T1-Busse gesehen, alle schön tief, teilweise richtig geil patiniert so. Und ich habe mich direkt eigentlich in den Lifestyle im Bus pennen, mit dem Bus irgendwo hinfahren verliebt, aber auch in den Look natürlich verliebt. War dann halt natürlich nicht greifbar, also fährst ein paar Jahre Käfer, aber so wirklich gewollt habe ich das eigentlich schon immer. Also ich wollte, seit ich mich in die Autoszene verliebt habe, war ich eigentlich schon auf Bussuche, im Kopf zumindest so. Und als es dann halt irgendwann mal so weit war, dass ich dachte, hey, jetzt könnte man mal gucken, ob es
preislich was gibt, so nach ein paar Jahren, habe ich gemerkt, dass es sehr schwer ist, was zu finden, weil es gibt schon noch viele Busse zu kaufen, aber speziell jetzt so, wie ich ihn hier habe, in diesem Erstlack, super patiniert, aber trotzdem noch brauchbarer Zustand, super schwer. Und als ich dann halt das Inserat hier von dem nicht wirklich, so wie er da steht, sah er nicht aus, also es war eigentlich nur eine Rohkarosse, habe ich gesehen, aber man hat halt schon an der Patina erkannt, das Ding hat gelebt, das ist geil. Ja, da war es dann durch. Ich habe gesagt, ich muss dieses Auto haben. Habe dann ein paar Fotos geschickt bekommen und relativ spontan dann gesagt, okay, jetzt oder nie, ich will schon immer und der ist greifbarer denn je. Und dann wurde es dieser T2A und vor allem auch ein T2A, das war mir wichtig, weil ich das Modell T2A von den Lichtern her und von den Stoßstangen nochmal einen Ticken geiler finde wie ein B. Deswegen wurde es dann genau dieses Modell. Der war komplett blank, also der war blankes Metall. Da mussten wir ihn erstmal einmal auf die Seite kippen, auf so ein selbstgeschweißtes Gestell. Und dann musste man halt komplett grundieren, schleifen, ganz dünn abfugen und dann einmal komplett grün lackieren. Also der Umbau hat definitiv mehr Zeit, Geld und Schweiß und Blut in Anspruch genommen, wie ursprünglich geplant. Das ist bei vielen Projekten so, aber hier habe ich mich schon krass unterschätzt, bin ich der Meinung. Wie gesagt, der Wagen kam halt nur auf einem aus einem Rollgestell, quasi Rollträgestell, selbstgeschweißt, ganz wilde Geschichte. Und da war keine Achse drin, da war nichts. Also das war eigentlich nur die äußere Haut. Ne? Und klar, wenn du einen Bus kaufst, der schon zusammengebaut ist, dann kannst du ja ein Teil abbauen, das schick machen, wieder dran bauen. Aber wenn du halt einen Bus hast, wo nichts dran ist und du halt noch nie einen Bus von unten gesehen hast, so wie ich, dann kam recht schnell dann auch die Erkenntnis, dass das wohl ein Mammutprojekt wird, welches ich alleine nicht stemmen kann. Und das hat sich dann natürlich auch über einen sehr langen Zeitraum, also ich glaube, ich habe den Bus gekauft vor über 1,5 Jahren, also zumindest die Rohkarosse. Dann habe ich erst viele Monate Teile zusammengekauft und der eigentliche Zusammenbau und Wiederaufbau startete dann ungefähr vor einem Jahr, als dann auch ein guter Freund, Daniel Hartmut Steffen, bester Mann, sich die Zeit genommen hat und wirklich zweimal, er wohnt in Flensburg und wir sind hier am Bodensee, das eine Riesenstrecke ist, zweimal für mehrere Wochen hier runtergekommen, hat bei mir auf der Couch geknackt und wir haben einfach ein Teil nach dem anderen zusammengebaut, dran montiert und ich habe sehr, sehr viel lernen können und durch seine Erfahrung, die er halt von klein auf hat, ist dann innerhalb dann doch wenigen Wochen ein rollbarer und fast schon fahrbarer Bus entstanden. Also die Zeit, wo er dann wirklich zusammengekommen wurde, war recht schnell. Aber bis zu dem Moment hat es sich ziemlich gezogen, denn du darfst nicht vergessen, bevor die ersten Teile dran kamen, musste natürlich auch die Karosse bearbeitet werden. Das heißt, diese ganze Karosserie wurde erstmal, zumindest nur von unten, die Patina wollten wir erhalten, komplett gestrahlt. Strahlwerk Deluxe hat hier komplett einmal blank gemacht. Dann wurde vom Andi Staller, ist auch ein namhafter Schweißer in der luftgekühlten Szene, jedes Blech, wo ansatzweise nicht mehr wirklich ideal war, wurde ersetzt oder instand gesetzt. Auch unglaublich gute Arbeit, hat aber auch fast 2 Monate gedauert. Und dann stand er halt hier, so durchgeschweißt und parat zum Zusammenbau. Und dann haben wir Gas gegeben. Es gibt 2 Sachen, die ich bei dem Bus enorm hervorheben würde oder am meisten feiere. Einerseits ist natürlich die Patina, denn es gibt viele patinierte Busse, aber irgendein Teil ist halt immer schon mal ersetzt worden. Es ist so eine Heckklappe, die ist halt nicht dabei, da musst du halt eine kaufen, oh, die ist rot, ja, musst du halt irgendwie anpassen, dass es passt. Und bei diesem Bus ist tatsächlich jedes Blechteil, jede Tür, jede Kofferraumklappe ist einfach alles zu 100% ab Werk noch dran. Also es ist nie ausgetauscht worden und ist alles zusammengealtert. Das heißt, es passt einfach alles perfekt zusammen. Und das sehe ich bei Patina-Autos sehr, sehr, sehr selten. Da bin ich sehr, sehr stolz. Auch haben wir natürlich versucht, so wenig wie möglich von der Patina wegzuschneiden. Da, wo er durchgerostet war, zum Beispiel der Schweller unten oder hinten im Seitenteil, das wurde dann vom Zuberle Design, wirklich eine Meisterhand, was das angeht. Hat er da angefangen mit, ich weiß gar nicht, das ist sein Betriebsgeheimnis, wahrscheinlich mit Pinseln und Dosen und allem, hat er diese Patina nachgebildet und du siehst es nicht. Also es fällt dir nicht auf, wenn jetzt einer um den Bus geht, gib ihm 5 €, wenn ich mir sage, was nachgemalt wurde und was original ist, wenn er das wirklich sagen kann, außer er hat es natürlich in den Videos gesehen. Aber das ist wirklich so gut gemacht. Ich sag mal 95% noch
komplett originale Patina. Teile sind alle original und da, wo geschweißt wurde, wird es einfach so angepasst, dass es im Leben keiner sehen würde. Das zweite ist der Innenraum. Da haben wir auch uns komplett verwirklichen können. Also nicht nur die Sitze. Ich finde auch der Charme mit dem alten Holz am Boden. Also es ist ja 200 Jahre alter Holzboden aus einem Haus rausgerissen, bevor es abgerissen wurde. Also gibt es so eine Firma, die safen dann so Vintage-Zeug und da haben wir einfach hier einen Fischgrätboden reingehauen. Gewichtstechnisch total doof natürlich, aber es musste einfach sein. Also ich finde, das ist ein Charme, den ich in diesem Bus unbedingt wollte. Zusammen mit dem grünen Lack und der Patina von außen. Das ist halt, also ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf den Innenraum auf jeden Fall auch. Also ich arbeite gerne, ich arbeite viel. Das Einzige, wo ein bisschen schwierig, wo wir diesen Himmel gemacht haben, diese einzelnen Streifen, die haben wir in der Schweiz im Winter in einer unbeheizten Halle zugeschnitten. Das waren gefühlt 500 Stück, solche schmalen Leisten von Hand sägen, die nochmal alle schleifen, nochmal alle lasieren. Das war schon so eine, ist jetzt mal endlich fertig, wie viele Leisten kommen noch, wie viele Leisten braucht man noch. Aber sonst hat eigentlich alles mega Spaß gemacht. Stolz, man ist einfach nur stolz, da drin zu sitzen. Die Leute gucken, drehen sich um. Jeder Zweite bricht sich den Hals. Ist halt einmalig vom Bild her. Vor allem, also ich kenne keinen Zweiten, wo hier in der Gegend so rumfährt. So einer krassen Patina. Rückschläge gab es einige, aber so der mich vielleicht am meisten belastet hat, war definitiv der Motorschaden. Also wir hatten tatsächlich bei der ersten offiziellen Fahrt, der Wagen hat TÜV bekommen, Kennzeichen dran, jetzt geht's los, ab auf die Straße. Ja, ist nicht gut ausgegangen, direkt Öldruck Jock, also kein Öldruck mehr, Temperatur in die Höhe geschossen. War mir relativ schnell klar, woran es lag, denn wir haben natürlich den Bus komplett neu aufgebaut, wir haben sehr, sehr viel Geld und Zeit reingesteckt. Motorentechnisch dachte ich, hey, ich baue für das Jahr, für die Saison, die ja recht kurz ist, jetzt einfach mal einen Motor, der läuft. Und wenn wir wieder ein bisschen Kohle gespart haben und ein bisschen mehr Zeit haben, bauen wir mal einen richtig schönen Motor, holen wir uns vielleicht noch einen Motorenbauer dazu, der uns da auch helfen könnte. Das Problem war, dass dieser mal eben schnell zusammengesteckte Motor ja, nicht mal die ersten Meter gehalten hat. Wir haben tatsächlich nach 3-4 Kilometern gleich gemerkt, Öldruck sackt ab und überhitzt komplett der Motor. Ich habe dann die Fahrt abgebrochen, war natürlich relativ gekränkt, weil die Saison war fast schon gelaufen und der Motor geht kaputt. Aber der Rumpf, der war halt leider nie geöffnet. Da hat das Geld und die Zeit am Anfang nicht gereicht. Im Nachhinein haben wir es dann doch machen müssen und haben jetzt einen wunderschönen, quasi auf 0 Kilometer gesetzten Motor hier drin. 1641, schön 2 Vergaser, bisschen an der Nockenwelle was gemacht. Super standhaft, nichts übermotorisiertes, kein Rennauto, aber auf jeden Fall fast doppelt so viel Leistung wie original, das muss man dazu sagen. Und dafür kommt er wirklich gut vom Fleck und bringt mich dann hoffentlich auch auf Achse zu treffen, die ein bisschen weiter weg sind.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, Freunde, dann ihr wisst, wie es läuft. Unbedingt ein Like da lassen, abonniert hier diesen Channel von Sauerkrauts, guckt auch gerne mal bei uns vorbei, LB Garage. Die Jungs und Mädels, die verlinken euch das natürlich höchst professionell hier unter dem Video. Und ja, dann schaut auch rein, was hier sonst noch so passiert. Ich denke, dann guckt doch immer wieder mal rein, hier passieren lustige Sachen und ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Ciao.